Ich glaube, die Musik wird lauter. Nehme ich mal an. Ich sollte jetzt mal anfangen. Und damit herzlich willkommen zurück. Ach ja, ich habe mich schon mal umgesehen. Na dann gehen wir mal weiter. Kommt mir vor wie ein Gefängnis. Mit Schönholz. Aha. Ein sehr moderner, ganz schöne Kante. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Och nein, ein Puzzle. Aha. Sterbe ich jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Ein psychedelisches Puzzle mit... Och nein. Wieso tut man mir das sowas an? In solchen Sachen bin ich nicht unbedingt gut. Ein Puzzle, ein Puzzle, ein Puzzle. Kann ich von der Seite? Kann ich von hier? Wow. Wow. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. Oh Gott. We're gonna see it a lot. Ha, die 3 Punkte. Keine Ahnung, ich wollte einfach mal. Oh, eine Kante. Vorsicht, Kante. Leute, hier gibt... So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Oh Gott! Oh Gott, das wird doch gruselig, das wird doch gruselig, Junge! Tu mir das nicht an! 3, 2, 1... Du heiliges Kanonenrohr. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Was macht der Mann sich zu viel Arbeit? Um Gottes Willen. Die ganze Arbeit. Ach so. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Es ist wirklich faszinierend. Oben geblieben ist noch keiner. Wow, okay. Ach, oben geblieben, hier ist ein Hügel. Meint ihr das? Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development.
To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Treppenstufen. Toll. Einfach toll. Das Streetwise Tool. Ach da, Streetwise. Oben geblieben ist noch keiner. Also in Spielen wie diesen, genau wie bei Stanley Parable, da ist es eigentlich verstörend, wenn man redet. Oder das Spiel sagt alles aus. In diesem Fall sagt das Spiel einfach aus. Wow. Einfach wow. Vielleicht meint es auch einfach, ich existiere, seh mir zu. Da bin ich. Oh. Mir vor wie eine Kuh im Schlachthaus. Gleich werde ich abgeholt. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Okay, nach einer Stunde. Ich glaube, soweit hätte das niemand gespielt. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else.
Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Ja. Ist doch langweilig, wenn die Spiele spielbar sind. Wenn alles einen Sinn ergeben muss. Sinn macht doch keinen Spaß. Wenn etwas Spaß ergibt, dann ist es doch schon wieder fast voll mit Sinn. Hat es Sinn, wenn es einfach nur Spaß hat? Also das Spiel, nicht der Spieler. Wenn einfach das Spiel Spaß hat, dass es gespielt wird. Macht das Sinn? Nein, es macht einfach Spaß. Nämlich dem Spiel. Und das ist doch das Wichtige dabei. Dass das Spiel Spaß hat. Drei Punkte. 3 Punkte. Ah, eine Tür. It's the puzzle again, Oh. with the exact same solution as the last time. Ich glaube nicht, dass er mich irgendwie reinlegen will. Ich glaube, der sagt die Wahrheit. Ist genau einfach. Genau das Gleiche ist. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Ich kann springen! Da unten ist das Ende des Universums. Nein, der Welt natürlich. Die Welt ist eckig. Und aber hohl. Also die Welt ist ein Würfel von innen. Wir sind nicht außen, wir sind innen. Da unten ist der Boden. Tja. Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? Ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Ja, da schwebten diese farbigen Klötze herum. Ganz, ganz oben war eine Welt, die nur weiß war. Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Darüber möchte ich nicht mit dir reden, schließlich kennen wir uns noch gar nicht. Du verstehst nicht, wir stecken hier fest. Das Rätsel ist unser einziger Ausweg, aber wir müssen es lösen. Das meint ihr, aber glaubt mir, das möchtet ihr nicht wirklich. Lasst es mich euch beschreiben. Ich werde euch sagen, was euch da drüben erwartet. Na gut, ich verrate euch die Lösung. Wieso muss es ein Ende geben? Es muss kein Ende geben. Schönen Tag noch. Na, die Herrschaften? Ja, möchtest du die Lösung wissen? Nein, ich bin schon die ganze Zeit hier.
Aha. Der Sinn, der Weg ist das Ziel. Und wenn der Weg einfach ein Raum ist, wo man drin sitzt. And so we make one last descent down to the final floor of the level. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Danke fürs Zusehen. Tschüss.